unseren Welt-TV-EM-Experten. Schön, dass du da bist. Du hast ja auch solche Situationen jetzt schon zuhauf miterlebt, hast bei 2 großen Turnieren ja eben auch selbst bei 2 K.O.-Spielen da im Tor gestanden, 2006 und 2008. Was fühlt man denn, wenn man da jetzt so aus dem Hotel in den Mannschaftsbus geht und dann eben dann zum Stadion gefahren wird? Was geht da im Kopf vor und was macht man da vielleicht auch noch? Also diese Situation jetzt ist eigentlich die unbeschreibliche für viele, die da neu bei sind. Der Rudi Völler, glaube ich, um mit dem anzufangen, der macht das, weil er sein ganzes Leben gemacht hat und weil er es immer wieder mit das Größte erfindet, vorne im Bus zu sitzen, dann fährt er da vorbei. Für den ist der Druck jetzt nicht so groß, aber für Julian Nagelsmann ist es so ein bisschen das erste Mal, für einige andere Spieler auch, in Deutschland. Da stehen wahrscheinlich über den gesamten Weg die Leute Spalier. Und du sitzt im Bus und musst irgendwann wahrscheinlich auch die Augen schließen, weil dich das mitnimmt. Ja? Davon nicht abgelenkt zu sein, weil die Stimmung ist fantastisch. Die Leute jubeln alle zu. Ich kann mich damals an die WM erinnern. Das war zum ersten Mal seit Ewigkeiten, weil vorher ist das nie passiert. Aber jetzt ist es ja, man sieht ja die Fans, die machen den Fangang zum Stadion. Und wo die herfahren, das dauert vielleicht eine halbe Stunde mit Polizeiescort, da denkt man, wir sind ziemlich wichtig und dieses Spiel ist so wichtig. Da muss man aufpassen, dass man sich von diesem Druck nicht auch dann vielleicht so ein bisschen erdrücken lässt. Und das ist die Kunst dabei, weil du kriegst wahrscheinlich irgendwann eine Gänsehaut, wenn du siehst nur Leute, vor allen Dingen auch die jungen Spieler, die dir zujubeln. Das ist was anderes jetzt, als wenn ich mit Bayer Leverkusen toll auch deutscher Meister werde oder mit Bayern München in die Champions League einziehe, weil das ist Deutschland, da stehen alle hinter dir. Und das ist, wie gesagt, unbeschreibliches Gefühl, aber muss man aufpassen vor dem Spiel, dass man es ordentlich kanalisiert. Lenkt man sich da noch ein bisschen ab? Du hast gerade eben gesagt, man macht vielleicht auch mal zwischendurch die Augen zu. Hat man dann Musik auf den Ohren? Hat man die Earpods drin? Oder ist das ganz individuell unterschiedlich? Also, viele haben Musik drin. Also ich habe immer Musik gehört, Ja. weil mich das dann schon, ich konnte mich so am besten auf das Spiel einstellen. Damals mit irgendwelcher Musik von Eminem oder HB, Scooter. Ja. Was damals angesagt war? Ja, weiß gar nicht, aber das sind so Lieder für mich jetzt gewesen, die unheimlich aufpushen, weil es geht ja so ein bisschen darum, auch die Angst zu verlieren, Ja. mit der man ins Spiel geht. Und wenn man dann dieses Adrenalin hochfährt schon, dann hat man schon einen großen Vorteil. Wir haben vom Kollegen vor Ort gerade gehört, da gab es eben noch eine kurze Besprechung jetzt im Hotel. Und ich habe auch gehört, man kriegt auch noch eine kleine Mahlzeit gereicht. Ist es gewöhnlich? Oder denn, ich meine, ich kann mir vorstellen, mit vollem Magen spielt man ja auch nicht so gut, oder? Also jetzt ist 4 Uhr oder halb 4. Die haben gegessen um 2 Uhr. Dann haben sie geschlafen. Der eine oder andere, wer schlafen kann. Ist gut, wenn man schlafen kann. Und dann hast halt die Politiker, die morgens um 6 Uhr Entscheidungen treffen. Da kommt meistens dann nicht so viel, aber ist egal. Also Schlaf ist super wichtig. Und dann fahren sie halt, dieses Essen ist auch nett. Besprechung, weiß ich nicht, was er sagt. Ist schwer auch für ihn, weil das ist ja auch das erste Mal für den Julian Nagelsmann, dass er diese Situation erlebt. Und auf den lastet natürlich auch unheimlich viel Druck. Ja? Aber das ist auch das Schöne. Ja? Was glaubst du denn, wird es heute Abend eher ein Offensivspektakel beider Mannschaften geben oder doch eher taktisch geprägt mit viel Mittelfeldanteilen, bis dann irgendwann das erlösende erste Tor fällt? Also man sagt immer, bei einer Meisterschaft oder auch bei einem wichtigen Spiel, du kannst am Anfang der Meisterschaft oder auch am Anfang des Spiels das Spiel nicht gewinnen, aber man kann es verlieren. Und deswegen ist es natürlich so, dass man vorsichtig ist, sowohl die Spanier als auch die Deutschen. Ja, keiner wird ins offene Messer laufen. Und da glaube ich schon, dass ein bisschen vorsichtiger Ansatz gewählt wird als jetzt gegen die Dänen. Ich meine, die Dänen haben es uns auch leicht gemacht. Die standen da hinten mit 5 Leuten auf einer Linie. Und bleibt einem gar nichts anderes übrig, als nach vorne zu spielen. Die Spanier sind natürlich vom anderen Kaliber. Die werden ihre Viererkette spielen. Die haben 3 bis 5 Leute im Mittelfeld. Da ist das Durchkommen nicht so leicht. Dein Tipp für heute Abend, wie geht das aus? Natürlich mit einem Sieg für Deutschland, aber in welcher Form? 2-1 für Deutschland. 2-1 für Deutschland. Okay, ich sage Elfmeterschießen. Kann ich mich jetzt nicht festlegen, wie viel, aber ich sage auch natürlich, dass die Deutschen dann da gewinnen. Sind wir gespannt. Jens, danke schön, dass du da warst. Dankeschön. Gerne.